Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Ja, ganz genau. Wir sind heute schon bei Tag 106 unserer gemeinsamen Lernreise. Tag 106. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und wir haben heute ein wirklich extrem spannendes Thema für euch vorbereitet. Es geht um Werbung und unser Konsumverhalten im Alltag. Richtig, Werbung ist ja überall. Auf dem Handy, auf der Straße, im Fernsehen. Wir entschlüsseln heute, warum wir eigentlich kaufen, was wir kaufen. Und dabei lernen wir ganz entspannt 15 wichtige Wörter, die ihr jeden Tag gebrauchen könnt. Ganz ohne komplizierte Fachsprache. Genau, also keine trockenen Wirtschaftstheorien. Wir schauen uns die Wörter an, die ihr braucht, um auf Deutsch über das Einkaufen und eure Entscheidungen zu sprechen. Bevor wir aber mit dem ersten Wort loslegen, habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Nutzt heute unbedingt die Shadowing-Methode. Oh ja, das ist eine super Technik. Absolut. Wenn ihr ein neues Wort von uns hört, drückt einfach kurz auf Pause an eurem Handy und dann sprecht ihr das Wort oder den Beispielsatz laut nach. Genau. Lautsprechen ist der Schlüssel. So trainiert ihr eure Aussprache direkt mit. Und noch ein kleiner Hinweis, bleibt unbedingt bis zum Ende der Episode dran. Am Ende haben wir nämlich eine komplette Mini-Story für euch. Da packen wir alle 15 Wörter von heute in eine kleine Alltagsgeschichte. Das wird super wichtig. Denn morgen in der nächsten Lektion stellen wir euch dann Fragen zu dieser Geschichte. Ihr müsst also heute gut zuhören und aktiv mitdenken. Also legen wir direkt los mit unserem ersten Block. Es geht ums Kaufen und Bezahlen. Wenn wir Geld ausgeben, denken wir meistens an Dinge, die wir anfassen können, oder? Ein Auto, eine Jacke. Ja, genau. Aber im Alltag bezahlen wir ja sehr oft für eine ganz andere Sache. Und, da sind wir schon bei unserem ersten Wort, die Dienstleistung. Die Dienstleistung. Das ist ein langes Wort. Kannst du das für unsere Lerner kurz erklären? Klar, die Dienstleistung ist einfach ein Service oder eine Arbeit, die jemand gegen Geld für uns erledigt. Auf Englisch sagt man dazu Service. Ah, Service. Also, wenn ich zum Friseur gehe, ist das eine Dienstleistung. Ganz genau. Der Friseur schneidet dir die Haare. Er gibt dir kein Produkt zum Mitnehmen. Ein klassischer Beispielsatz für euren Alltag wäre: Dienstleistungen sind oft teurer als Waren. Das stimmt, weil man ja die Arbeitszeit der Person bezahlt. Eine Autoreparatur oder die Reinigung der Wohnung, das sind alles Dienstleistungen. Richtig. Und egal ob Ware oder Dienstleistung, am Ende steht auf der Rechnung immer unser zweites Wort, der Betrag. Der Betrag. Ein sehr nützliches Wort. Ja, der Betrag ist schlicht und einfach eine bestimmte Geldsumme. Die englische Übersetzung lautet Amount. Amount. Okay. Hast du da einen guten Beispielsatz? Ja, also im Alltag hört man oft, der Betrag wird am Monatsende fällig. Das bedeutet, man muss diese Geldsumme am Ende des Monats bezahlen. Das kennen wir alle von unseren Rechnungen. Aber es gibt natürlich auch etwas, das diesen Betrag kleiner macht. Und das lieben wir alle. Unser drittes Wort ist? Der Rabatt. Oh ja, der Rabatt. Wer liebt den nicht? Ein Rabatt ist ein Preisnachlass. Auf Englisch heißt das Discount. Discount. Wenn ich also ein T-Shirt kaufe, das vorher 30 € gekostet hat und jetzt kostet es nur noch 20 €, dann habe ich einen Rabatt bekommen. Ganz genau. Menschen im Alltag freuen sich riesig über Rabatte. Unser Gehirn sagt uns dann, hey, wir haben Geld gespart. Und das führt uns direkt zu Wort Nummer 4. Wenn der Rabatt richtig gut ist, dann nennen wir das in Deutschland Das Schnäppchen. das Schnäppchen. Ein wunderbares deutsches Wort. Das bedeutet einfach, es ist ein sehr günstiger Kauf. Auf Englisch sagt man Bargain. Bargain, genau. Wir könnten als Beispielsatz sagen, dieses Angebot ist ein echtes Schnäppchen. Wenn man zum Beispiel Schuhe für den halben Preis findet, das ist ein echtes Schnäppchen. Man ist dann total glücklich, oder? Absolut. Wir jagen alle gerne nach einem Schnäppchen. Das schließt unseren ersten Block auch schon ab. Kommen wir zum zweiten Block. Erwartungen und Qualität. Ja. Denn wenn wir etwas kaufen, haben wir immer bestimmte Erwartungen. Und da sind wir bei unserem 5. Wort. Der Anspruch. Der Anspruch. Das bedeutet, man hat eine bestimmte Erwartung an die Qualität oder die Leistung von einem Produkt. Auf Englisch übersetzen wir das mit Claim oder Demand. Also Demand im Sinne von dem, was man fordert oder erwartet. Richtig.
Ein guter Beispielsatz für heute ist: Der Anspruch der Kunden an Bioprodukte steigt. Ah, ja. Die Leute wollen, dass das Biogemüse nicht nur gesund ist, sondern auch perfekt aussieht und fair produziert wurde. Der Anspruch ist hoch. Genau. Und weil der Anspruch oft so hoch ist, machen Firmen manche Produkte besonders. Sie machen sie exklusiv. Das ist unser 6. Wort und unser erstes Adjektiv heute. Exklusiv. Das kennt man fast in jeder Sprache, glaube ich. Ja, die englische Übersetzung ist exklusiv. Es bedeutet, etwas ist nur für wenige Menschen zugänglich oder es ist etwas ganz Besonderes. Ein Beispielsatz wäre: Das ist ein exklusives Angebot für Abonnenten. Mhm. Das sehen wir im Alltag ständig. So nach dem Motto: Melde dich für unseren Newsletter an und du bekommst Zugang zu einer exklusiven Party oder einem exklusiven Verkauf. Richtig, man fühlt sich dann besonders. Und damit Firmen uns dazu bringen, diese Produkte überhaupt zu wollen, müssen sie aktiv werden. Wir sind bei Block 3, wie Werbung funktioniert. Und hier kommen unsere ersten Verben. Sehr gut. Bei den Verben müsst ihr jetzt besonders aufpassen, denn wir nennen euch auch immer die Perfektform. Das ist super wichtig für das B1-Niveau. Unser 7. Wort ist das Verb werben. Verben, das bedeutet ganz einfach, Reklame machen. Auf Englisch to advertise. To advertise. Und wie lautet die Perfektform? Die Effektform ist hat geworben. Ganz wichtig, hat geworben. Okay, also mit einem O. Hat geworben. Ein Beispielsatz aus dem Alltag: Viele Unternehmen werben gezielt auf Instagram. Ein sehr gutes Beispiel. Da sehen wir ständig, wie Firmen für ihre Produkte werben. Und warum tun sie das? Weil sie uns emotional erreichen wollen. Und das ist Wort Nummer 8. Ansprechen. Ansprechen. Normalerweise bedeutet das ja, dass ich auf der Straße zu jemandem Hallo sage. Aber in der Werbung bedeutet Ansprechen etwas anderes, oder? Genau. Im Kontext der Werbung bedeutet Ansprechen, jemanden emotional zu erreichen. Dass das Produkt mir gefällt. Auf Englisch to appeal to. To appeal to. Und die Perfektform? Die lautet hat angesprochen. Also hat angesprochen. Lass uns einen Beispielsatz machen. Die bunte Verpackung soll besonders Kinder ansprechen. Ja, absolut. Die Kinder sehen die bunten Farben und fühlen sich angesprochen, sie wollen die Schokolade haben. Und wenn das funktioniert, dann passiert etwas in unserem Kopf. Die Werbung fängt an, uns zu lenken. Unser 9. Wort ist Beeinflussen. beeinflussen. Das ist ein starkes Wort. Es bedeutet, dass man eine Wirkung auf jemanden ausübt, ihn in eine bestimmte Richtung lenkt. Auf Englisch heißt das to influence. Daher kommt ja auch das Wort Influencer. Ah ja, logisch. Und die Perfektform? Die ist regelmäßig, aber man muss aufpassen. Hat beeinflusst. Hat beeinflusst. Ein Beispielsatz: Werbung beeinflusst unsere Träume und Wünsche. Ja? Und wir merken das oft gar nicht. Wir denken, wir wollen das neue Handy aus freien Stücken, aber eigentlich hat uns die ständige Werbung im Internet total beeinflusst. Genau das ist die Gefahr. Und wie genau die Werbung uns beeinflusst, das schauen wir uns jetzt im 4. Block an. Da geht es um die Tricks der Werbung. Oh, die Tricks der Werbung, das wird spannend. Bevor wir da aber reingehen, möchte ich kurz eine kleine Pause machen. Wenn euch, liebe Zuhörer, unser tägliches Lernformat hilft, dann abonniert doch gern den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So bleibt ihr jeden Tag im Lernfluss und verpasst keine Lektion mehr. Genau, das hilft uns sehr. Und es hilft euch, jeden Tag ein bisschen besser auf Deutsch zu werden. Also, Block 4, die Tricks der Werbung. Damit ein Produkt uns gefällt, muss es in der Werbung vor allem eins sein: Es muss attraktiv sein. Unser 10. Wort. Attraktiv. Das ist ein Adjektiv und bedeutet anziehend oder gut aussehend. Auf Englisch attractive. Ein attraktives Angebot überzeugt die Kunden. Das wäre ein guter Satz. Ja. Oder auch eine attraktive Person im Werbespot. Wenn das Model gut aussieht, finden wir das Produkt oft auch attraktiver. Richtig. Unser Gehirn verknüpft das. Und wenn das klappt, dann ist die Werbung sehr effektiv. Das bringt uns zu Wort Nummer 11. Wirkungsvoll. Wirkungsvoll. Das bedeutet, etwas zeigt Erfolg oder ist eben sehr effektiv. Auf Englisch effective. Ein gutes Beispiel. Plakatwerbung in der U-Bahn ist oft sehr wirkungsvoll. Man wartet auf den Zug, hat nichts zu tun und schaut sich das Plakat an. Das wirkt. Es hat eine große Wirkung, ganz genau. Aber jetzt wird es ein bisschen kritisch. Denn manchmal überschreitet die Werbung eine Grenze.
Manchmal will sie uns einfach einen falschen Eindruck vermitteln. Unser 12. Wort ist ein Verb. Täuschen. Täuschen. Ein ganz wichtiges Wort im Alltag. Es bedeutet, einen falschen Eindruck erwecken. Jemanden anlügen quasi. Die englische Übersetzung ist to deceive. To deceive. Und die Perfektform für täuschen? Die lautet hat getäuscht. Zum Beispiel, die schönen Bilder auf der Verpackung sollen den Käufer täuschen. Genau. Denk mal an Fastfood-Werbung. Der Burger auf dem Plakat sieht riesig und saftig aus. Oh ja. Aber wenn du ihn dann kaufst, ist es nur ein flaches kleines Brötchen. Man hat dich getäuscht. Das ist so frustrierend. Aber wie machen die das auf den Fotos? Warum sieht das da so perfekt aus? Weil da extrem viel nachgeholfen wird. Und da sind wir beim 13. Wort, künstlich. Künstlich. Das Adjektiv bedeutet vom Menschen gemacht, nicht natürlich. Oft ist das auch reine Chemie, auf Englisch artificial. Ein schöner Einwurf hier. In der Werbung werden oft künstliche Aromen oder komplett künstliche Bilder genutzt. Ja, ich habe mal gehört, dass die für Werbefotos von Müsli gar keine echte Milch nehmen, sondern weißen Klebstoff. Weil echte Milch das Müsli künstlich bzw. sofort matschig machen würde. Genau. Sie nehmen Klebstoff, das sieht dann schön weiß und dickflüssig aus, ist total künstlich, aber es sieht im Fernsehen unglaublich attraktiv aus. Wahnsinn. Wir lassen uns von Klebstoff täuschen. Und was ist das Resultat von all diesen Tricks? Das bringt uns zu unserem letzten Block für heute. Unser Verhalten. Wort Nummer 14 ist nämlich das, was wir dann tun, konsumieren. Konsumieren. Ein Verb. Das bedeutet Waren verbrauchen oder Dinge kaufen. Auf Englisch to consume. Und die Perfektform, ganz wichtig, ist hat konsumiert. Hat konsumiert. Ein Beispielsatz: Wir konsumieren heutzutage zu viele Einwegprodukte. Absolut. Wir kaufen den Coffee to go, trinken ihn, werfen den Becher weg. Wir haben konsumiert. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, merken wir oft erst zu Hause, wenn wir in den Schrank schauen, dass wir viel zu viel gekauft haben. Was uns zum 15. und letzten Wort bringt. Überflüssig. Überflüssig. Ein tolles Adjektiv. Es bedeutet unnötig oder einfach zu viel. Man braucht es gar nicht. Die englische Übersetzung ist superfluous. Genau. Superfluous oder auch unnecessary. Ein Beispielsatz aus dem Alltag. Er kaufte viele überflüssige Dinge im Sale. Das kennen wir doch alle. Man sieht das Schnäppchen, man sieht den Rabatt, man wird beeinflusst. Und 3 Monate später liegt das T-Shirt immer noch mit dem Preisschild im Schrank. Es war völlig überflüssig. Da hast du die Wörter ja schon super zusammengefasst. Das war eine tolle Überleitung. Danke. Und damit haben wir unsere 15 Wörter besprochen. Aber jetzt wird es erst richtig praktisch. Genau. Jetzt kommt nämlich unsere Mini-Story. Hört euch die Geschichte jetzt genau an. Sie dauert nicht lange, aber wir haben alle 15 Wörter darin versteckt. Lehnt euch zurück, konzentriert euch. Ich werde die Geschichte erzählen und du hörst einfach gut zu. Mach ich. Los geht's. Also, Lisa sitzt nach einem langen Tag auf dem Sofa und scrollt durch Social Media. Plötzlich sieht sie, dass eine bekannte Firma für ein brandneues Smartphone wirbt. Die Anzeige ist wirklich sehr wirkungsvoll und absolut attraktiv gestaltet. Die bunten Farben und die Musik sollen ganz gezielt junge Leute ansprechen. Ah ja, typisch. Außerdem gibt es nur heute einen besonders großen Rabatt, weshalb dieses Angebot wie ein absolutes Schnäppchen wirkt. Es wird in dem Video als sehr exklusiv dargestellt, also nur für wenige Käufer verfügbar. Oh, die künstliche Verknappung. Genau. Lisa ist wirklich kurz davor, sofort zu konsumieren und den ziemlich hohen Betrag einfach mit ihrer Kreditkarte zu bezahlen. Doch dann hält sie inne und überlegt. Sehr gut von ihr. Sie fragt sich, lässt sie sich hier gerade von der Werbung beeinflussen? Ihr persönlicher Anspruch an ein Handy ist eigentlich nur, dass der Akku lange hält und sie Nachrichten schreiben kann. Bei genauerem Hinsehen bemerkt sie auch, dass das Foto von dem Gerät extrem künstlich aussieht. Da fallen dann die Details auf. Genau. Sie denkt sich, dass die Firma sie vielleicht nur täuschen will, damit sie schnell kauft. Da ihr aktuelles Handy noch wunderbar funktioniert und auch die Dienstleistung ihres jetzigen Handyanbieters wirklich sehr gut ist, erkennt sie plötzlich die Wahrheit. Und die wäre? Ein brandneues Handy ist für sie im Moment völlig überflüssig. Sie entscheidet sich ganz bewusst gegen den Kauf, lächelt und legt ihr altes Handy einfach zufrieden zur Seite. Eine richtig schöne Alltagsgeschichte. Und super, dass Lisa so vernünftig geblieben ist. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man abends müde ist und all diese Tricks auf einen einwirken. Das stimmt.
Das war wirklich ein kompaktes Training heute. Ihr habt jetzt 15 starke Wörter gelernt, um genau über solche Situationen auf Deutsch zu sprechen. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Alltagssätze mit unseren neuen Wörtern unten in die Kommentare. Welches Schnäppchen habt ihr zuletzt gemacht? Oder was habt ihr gekauft, das am Ende total überflüssig war? Lasst es uns wissen. Genau, traut euch einfach. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da. So verpasst ihr keine unserer täglichen Lektionen. Morgen geht es nämlich mit einem super wichtigen Thema weiter. Unser Thema morgen lautet Präsentationen halten. Das braucht ihr im Beruf, in der Uni oder in der Sprachprüfung. Das wird extrem hilfreich. Und vergesst nicht, morgen ganz am Anfang stellen wir euch ein paar kurze Fragen zu Lisas Geschichte mit dem Handy. Also prägt euch die Story gut ein. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss. Bis morgen, macht's gut.